Hallo und willkommen zurück zum C#-Tutorial. In den letzten Episoden haben wir uns ja Arrays angeschaut. In dieser Episode gucken wir uns dazu eine, ich nenne es mal, Alternative an. Und zwar Listen. Denn Arrays haben einige Nachteile, die durch Listen ausgebessert werden. Ich sage zum Schluss des Videos nochmal ein paar Worte dazu, wie, wo, was man jetzt was verwenden sollte. Aber erst einmal zeige ich euch, was es mit Listen auf sich hat. Und zwar folgendes, ich mache mal ein Array. Int Array R ist gleich new. Int Array von der Größe 10 zum Beispiel. So, wir haben jetzt hier ein Array gemacht von der Größe 10. Mal kurz überlegen, wofür könnte dieses Array zum Beispiel gut sein. Stellt euch vor, wir würden hier jetzt gerade ein Spiel entwickeln und dieses Array speichert die Items ab, die der Spieler im Inventar hat. Also als Integer dementsprechend Item-IDs. Das heißt, der Spieler hat im Moment 10 Items im Inventar. Ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Jetzt stellt euch aber vor, der Spieler sammelt ein neues Item auf. Dann hat er 11 Items im Inventar. Das heißt, wir müssen ein Item hinzufügen. Und da kommen wir auch schon zum Problem, denn das geht bei Arrays nicht. Man kann an Arrays keine Elemente anfügen. Es gibt eine Funktion, und zwar r.append. Damit kann man schon ein Element hinzufügen, aber das ist ein bisschen anders. Wenn ich hier r.append aufrufe, dann ändert sich unser Array an der Stelle nicht, sondern es gibt im Prinzip ein neues iterierbares Objekt zurück, wo dann das neue Element angefügt wurde. Und das ist nicht gerade schön. Das heißt, wir müssen dann jedes Mal ein komplett neues Objekt erstellen. Also alle Elemente auch kopieren. Deswegen dieses Append kann man theoretisch verwenden, ist aber nicht gut. Das verwendet man eigentlich nur im Ausnahmefall. Oder wenn man auf sehr niedriger Ebene irgendwie arbeiten will. Die bessere Variante dafür sind Listen. Dafür mache ich das immer weg und sage List von String zum Beispiel, oder wir hatten ja gerade int, dann mache ich mal wieder int. L ist gleich new list von int. So, diese Liste ist jetzt im Moment leer, denn Listen funktionieren ein klein wenig anders. Denn dieser Liste können wir jetzt Werte hinzufügen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel for int i ist gleich 0, i kleiner 10, i++. Und ja, genau wie es vorschlägt, l.add-i zum Beispiel. Wichtig, bei Arrays hieß es ja gerade append, hier heißt es add. Merkt euch einfach das add, denn wie gesagt, das von Arrays braucht ihr eigentlich sowieso nicht. So, und wenn ich jetzt danach mal sage, nochmal for int i ist gleich 0, i kleiner 10, i++ und sage console.writeLine von l an der Stelle i und das Ganze jetzt mal ausführe, dann seht ihr, klappt das. Wir haben jetzt die 10 Elemente hinzugefügt und in der nächsten Vorschleife konnten wir die ausgeben. Das Gute ist nur, wir können jetzt hier zum Beispiel dazwischen auch nochmal sagen, dass wir noch einen Wert einfach mal hinzufügen, zum Beispiel eine 27. Und wenn ich das Ganze nochmal ausführe, hat das jetzt gerade nicht geklappt. Wieso? Ach so, weil ich hier den Fehler gemacht habe, dass ich i kleiner 10 sage. Ich muss natürlich sagen l.length, l.count. Bei Listen heißt es dann nicht length, sondern count. Ist leider alles dann ein bisschen anders als bei Arrays, aber gut, muss man halt mit umgehen können. So, und wenn ich es jetzt ausführe, dann seht ihr, dass unser angefügtes Element auch mit ausgegeben wird. Und das kann man jetzt jederzeit machen. Man kann einer Liste immer Elemente anfügen. Und das ging bei Arrays ja leider nicht. Andererseits muss ich ja mal kurz sagen, diese Variante hier ist, ja, ich sag mal, semi-optimal. Man möchte ja nicht hier nochmal extra eine Vorschleife machen, um dann Elemente hinzuzufügen. Das heißt, wenn man die Elemente kennt, kann man das hier auch mit einer Kurzschreibweise wieder machen, wie bei Arrays, indem ich hier einfach sage, zum Beispiel 1, 2, 7, 3, 5, 42. Und hiermit füge ich dann nochmal ein Element hinzu und dann gebe ich alles aus. Also, wenn ich das jetzt mal mache, dann seht ihr, dass alle Elemente in der Liste enthalten sind. Gut, ansonsten hat so eine Liste auch noch weitere Vorteile. Und zwar kann ich nicht nur Elemente hinzufügen, sondern auch welche löschen. Wenn ich hier mal remove eingebe, dann seht ihr, es gibt ein remove und es gibt ein remove add und es gibt noch zwei andere, aber die interessieren mich gerade nicht weiter. Bei remove wird ein Element entfernt, das man kennt. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich entferne die 7. Wenn ich das jetzt ausführe, dann seht ihr, die 7 ist weg. Obwohl ich sie hier oben ja stehen habe. Bei remove add arbeitet man nicht mit dem Element, sondern mit dem Index. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage an der Stelle 3, wichtig, wieder mit 0 anfangen zu zählen, 0, 1, 2, 3, ist in dem Fall sogar eine 3, aber das ist jetzt Zufall. Dann nehme ich mal eine 4, damit das
damit das nicht falsch verstanden wird. Denn das wäre jetzt ja hier die 5. Die 5 ist nicht die 4, sondern die 5 hat den Index 4. Aber wenn ich das jetzt ausführe, dann ist die 5 weg. Das ist der Unterschied zwischen remove und remove add. Okay, es gibt natürlich noch weitere Unterschiede zwischen Arrays und Listen. Das will ich jetzt aber nicht alles an der Stelle durchgehen, sondern ich denke, die wichtigsten habt ihr jetzt gesehen. Einer Liste gibt man im Normalfall nicht standardmäßig direkt eine feste Größe, sondern eine Liste ist dynamisch. Eine Sache, die ich aber vielleicht doch nochmal zeigen kann, ich kann natürlich sagen, dass ich eine Liste zu einem Array mache. Dann nenne ich das dann mal int array r. Ihr seht, dass es funktioniert. Und andersherum kann ich auch sagen, dass list von int l2 gleich r.toList ist. Also man kann beides ineinander umwandeln, das ist möglich. Sogar ziemlich einfach. Solltet ihr aber aus Performance-Sicht sparsam mit umgehen, weil das natürlich dafür sorgt, dass wieder alle Elemente kopiert werden müssen. Und da kommen wir jetzt mal kurz zur technischen Ebene. Denn ich habe ja angekündigt, dass ich noch ein bisschen dazu sagen werde, wann man jetzt Arrays oder Listen verwendet. Ich sag mal grundprinzipiell, wenn es geht, nehmt Listen. Denn Listen haben mehr Funktionalität und sind dementsprechend meistens die bessere Wahl. Wenn ihr absolut wisst, ihr habt eine feste Größe und die wird sich auch nicht ändern, ist ein Array aber auch nicht die falsche Wahl. Aber in den meisten Fällen wird es eigentlich eher auf Listen hinauslaufen. Denn normalerweise wollt ihr dann doch häufig dann auch die Größe ändern können. Eine Ausnahme, wo dann zum Beispiel doch mal Arrays interessant sein könnten, ist, sobald man mehrere Dimensionen braucht zum Beispiel, denn Listen haben das an sich nicht direkt. Da müsstet ihr Listen irgendwie verschachteln. Das ist möglich, allerdings nicht so handlich. Dementsprechend ist an der Stelle dann doch ein Array besser. Oder wenn ihr wirklich performancekritisch entwickeln wollt, habt ihr mit einem Array teilweise mehr Kontrolle. Das wird aber auf euch, da ihr höchstwahrscheinlich größtenteils Anfänger seid, nicht unbedingt zutreffen. Falls euch interessiert, was so die internen Unterschiede sind, ich habe in meiner Playlist zu Datenstrukturen bereits Listen und Arrays erklärt und bin dabei auf die Unterschiede eingegangen und wie das Ganze intern funktioniert. Das könnt ihr euch gerne angucken, allerdings ist das hier nur die halbe Wahrheit. Denn Listen sind in C# grundsätzlich erstmal genauso wie Arrays implementiert. Es gibt allerdings eine Alternative, und zwar die Linked List. Und diese ist so implementiert wie die Liste, die ich in der Playlist zu Datenstrukturen erkläre. Also falls ihr Interesse habt, da mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, könnt ihr euch das angucken. Und dann könnt ihr auch abwägen, wann zum Beispiel sich auch die Linked List lohnt. Falls nicht, kann ich euch auch einfach sagen, die normale Liste, die ist trotzdem für euch eine gute Wahl. Also solange ihr nichts wirklich Performance-Kritisches programmiert, braucht ihr das Wissen nicht unbedingt. Für den Anfang müsst ihr das also euch nicht angucken, aber wenn ihr Lust habt, wisst ihr, wo ihr es findet. Genau, soviel zu dem Thema. Falls noch Fragen dazu da sein sollten, wann man jetzt was davon verwendet oder wo die Unterschiede liegen oder allgemein noch andere Fragen zu dem Thema, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video heute gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!